Hallo und herzlich willkommen zur CAD Akademie. Ich bin Alex Meyer vom Geodatenservice der Landeshauptstadt München und ich darf euch heute einen urbanen Gebäudezwilling vorstellen. Genauer gesagt, das Münchner Gebäuderegister. Was ist es und wofür kann es genutzt werden? Dabei möchte ich zunächst darauf eingehen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, in München ein Gebäuderegister aufzubauen. Also was war die Ausgangslage, was waren die Schmerzpunkte und so weiter. Und wie können wir das Gebäuderegister nun einsetzen? Also in welchen Fragestellungen, in welchen Use Cases wird es genutzt? Dann steigen wir tiefer ein. Wie haben wir es konkret konzipiert? Was sind wichtige Aspekte, Komponenten in einem Gebäuderegister? Und wie wird jetzt bei uns konkret auch die Datenpflege gemacht? Welche Prozesse gibt es? Was sind Daten, die mit einfließen? Zu guter Letzt möchte ich dann noch ein paar Erfahrungen berichten. Was sind aus unserer Sicht wichtige Aspekte, die man beachten sollte und euch möglichst auch ein paar wichtige Punkte an die Hand geben, die euch vielleicht auch helfen können, euren urbanen Gebäudezwilling in eurer Stadt aufzubauen. Im Kontext urbaner digitaler Zwillinge steigt natürlich erheblich der Datenbedarf, also gerade in Richtung Gebäude. Zunehmend unterschiedliche Fachdaten werden benötigt. Wir wollen eine sehr, sehr hohe Datenaktualität haben. Wir haben einen zunehmenden Anspruch auch an die Datenqualität, also an die Genauigkeit, aber auch, dass keine Fehler enthalten sind. Bei urbanen digitalen Zwillingen gibt es eigentlich immer zwei Aspekte. Zum einen möchten wir das Ganze visualisieren. Wir wollen also eine ansprechende Darstellungsmöglichkeit haben, zum Beispiel mit fotorealistischen 3D-Meshs, aber teilweise auch mit semantischen Modellen. Das kommt immer auf die Fragestellung an. Zum anderen geht es ja aber auch zunehmend darum, Analysen durchführen zu können, Modellierungen zu machen oder sogar Simulationen. Und genau dafür brauchen wir verschiedenste Sachinformationen zu dem Gebäude. Also nicht nur die Adresse zum Beispiel, sondern da können Aspekte wie Baujahr, wie Wohnungen, wie Nutzung oder ähnliches auch noch mit reinspielen. Und genau hier liegt die Herausforderung und der Ausgangspunkt, wie wir zu dem Thema gekommen sind. Konkreter geht es aber bei der Ausgangslage auch nochmal ein paar Jahre zurück. Also ein Anwendungsfall, wo das Thema besonders deutlich wurde, war die Erstellung des Energienutzungsplans in München, also beim Beispiel Wärme- und Energieplanung. Nämlich da muss man verschiedene Daten zu einem Gebäude zusammensuchen, beziehungsweise benötigt verschiedene Daten. Und ohne so einen urbanen Gebäudezwilling liegen diese Daten in der Regel in unterschiedlichen Orten vor, wenn man sie überhaupt findet. Es kann zum Beispiel eine Heizungsart sein, die könnte etwa auf Adressebene vorliegen. Eine Gebäudenutzung wird benötigt, die könnte man vielleicht aus dem ALKIS rauslesen. Das Baujahr, das haben wir in München aus einem eigenen Datensatz nutzen können, der sozusagen das Gebäude nur auf Koordinaten verortet, also keinen Umriss bietet. Und den umbauten Raum, also das Gebäudevolumen, konnten wir aus dem digitalen Oberflächenmodell ableiten. Was hierbei deutlich wird, ist, jeder Datensatz, wo wir eine andere Fachinformation rausziehen konnten, hatte ein unterschiedliches Bezugsobjekt. Das heißt, es gibt zwischen den Datensätzen keine logische Verknüpfung. Wir können nicht einfach die Daten kombinieren, vielleicht über einen Raumbezug dann ein Gebäude ableiten, sondern zum einen entstehen dabei Unschärfen, zum anderen ist der Aufwand für diese Datenaufbereitung und die Zusammenführung dieser Daten enorm hoch. Und das ist somit eigentlich nicht zukunftsfähig. Dabei denkt man eigentlich immer, Gebäude, das muss doch sehr eindeutig sein. Wie kann man denn da zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, was ein Gebäude ist? Aber genau da liegt der Trugschluss. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist natürlich jetzt schon ein etwas größeres und vielleicht auch ein bisschen komplexeres Gebäude. Aber das kommt genauso auch schon bei Ein- oder Zweifamilienhäusern, bei Reihenhäusern vor, bei Zeilenbauten, auch relativ einfachen Gebäuden also. Auch da kommen solche Fragestellungen schon auf. Hier sieht man zum Beispiel einen geschlossenen Baukörper, also ein zusammenhängendes Gebäude an sich. Hier gibt es aber 4 Adressen. Es gibt zum Beispiel 8 Eingänge und auch wenn wir den ALKIS-Datensatz, wo hier zum Beispiel 5 Gebäude enthalten sind, aber keine Tiefgarage, mit unserem städtischen separaten Gebäudedatensatz vergleichen, wo 3 Gebäude drin sind und zuzüglich aber auch eine Tiefgarage erfasst ist. Und in unserem LOD2-Modell gibt es zum Beispiel 20 Gebäudeteile und es gibt hier an diesem Komplex sozusagen 6 Baumeldungen. Das heißt, wir haben verschiedenste Möglichkeiten, wie dieses Gebäude an der Stelle definiert sein könnte. Woher kommt das? Ja, wir haben eben
einzelne Datensätze, die in unterschiedlichen Fachbereichen gepflegt werden, und die müssen sich natürlich auf unterschiedliche oder auf ihre spezifischen Definitionen von Gebäuden auch beziehen. Und so definiert die Baustatistik ein Gebäude beispielsweise anders als die Bauordnung, und dort wiederum wird ein Gebäude anders definiert als im ALKES-System. Lustigerweise gehen eigentlich fast alle diese Daten auf den Bauakt an sich zurück. Also sehr häufig ist eben eine Baugenehmigung der Ausgangspunkt, oder die Baufertigstellung der Ausgangspunkt dafür, dass bestimmte Aktivitäten, ja, beginnen und Daten erfasst werden. Es kann eben im Kontext Baumeldungen, Baustatistik sein. Das können zum Beispiel Fertigstellungen sein, die wir in dem Münchner separaten Gebäudedatei, heißt das, erfassen. Wenn ein Gebäude fertiggestellt ist, wird es eingemessen und fließt dann als Geometrie eben in den ALKES-Datensatz ein. Während der Bauphase wird eine Adresse vergeben, und wenn ein Gebäude genehmigt ist, erfassen wir in München auch nochmal die Geometrie zur Genehmigung. Das heißt, es ist immer der Ausgangspunkt sozusagen diese Bautätigkeit oder eine Baugenehmigung, und gleichzeitig arbeiten eben daran dann an unterschiedlichen Fachdienststellen, werden unterschiedliche Datensätze erfasst, ja, dann eben separate, nicht verknüpfte Datensätze darstellen. Grund hierfür ist dann eben auch, dass der Prozess einfach so ein Stück weit analog gedacht ist. Also es gibt halt eine Quelle, die streut die Informationen an die entsprechenden Dienststellen, und dort verlieren sich dann sozusagen die Zusammenhänge zu diesem Ursprung. Ich denke, das Problem ist damit deutlich geworden. Wenn wir jetzt ein Gebäuderegister aufbauen, lohnt sich das überhaupt? Also wofür kann man das denn einsetzen? Ja, und da sind wir natürlich in München der Meinung, es lohnt sich nicht nur, sondern wir brauchen es einfach unbedingt. Diese Grafik zeigt auch nochmal, wie breit die Anwendungsbereiche sein können und wie viele Fachbereiche davon profitieren können. Und gleichzeitig ist diese Darstellung bei weitem nicht vollständig. So ein Gebäuderegister kann zum Beispiel dafür genutzt werden, um Nachverdichtungspotenziale zu identifizieren. Man kann aber auch, wenn das Register so aufgebaut ist, dass man eben auch einen historisierten Datenbestand hat, kann man auch Veränderungen in der Stadt abbilden und damit eben auch Rückschlüsse ziehen, wie sich die Stadt vielleicht in Zukunft verändert. Man kann Analysen durchführen, die für wohnungsmarktpolitische Aspekte relevant sind, oder für ein datengetriebenes städtebauliches Erhaltungssatzungsmonitoring ist natürlich so ein Gebäuderegister sehr, sehr wichtig. Gerade in Innenstädten ist zuletzt das Thema Leerstand sehr relevant, und auch da kann so ein Gebäuderegister eine wesentliche Grundlage als Leerstandskataster auch sein. Und das Thema Wärme- und Energieplanung oder Modelle, Simulation und Prognose hatte ich ja schon erwähnt. Sehr spannend und wichtig finde ich aber auch die anderen Anwendungsfälle. Also zum Beispiel soll das Gebäuderegister bei der sozialen Infrastrukturplanung oder bei der Abfallwirtschaft eingesetzt werden, um die zukünftigen Bedarfe einfach besser abschätzen zu können. Also wenn man schon weiß, bevor ein Gebäude gebaut wird, dass es sehr wahrscheinlich entstehen wird, kann man eben viel konkreter planen, als wenn man nur pauschale Annahmen machen muss. Bei der Feuerwehr wird das Gebäuderegister für die Einsatzplanung genutzt und auch für den vorbeugenden Brandschutz. Und wir bauen in München beispielsweise gerade ein Baustoffkataster auf, und auch da sind verschiedene gebäudebezogene Informationen sehr wichtig. Kommen wir zur Konzeption des Gebäuderegisters. Also welche Bausteine gibt es und wie wirken diese zusammen? Grundsätzlich basiert das Register auf zwei wesentlichen Säulen. Auf der einen Seite das gemeinsame Bezugsobjekt. Alle Fachbereiche, die hier mitarbeiten, brauchen ein eindeutig abgegrenztes Gebäude, an dem sie sich orientieren können, an dem sie ihre Daten pflegen können. Das kann zum Beispiel die Vermessungsverwaltung sein, Statistisches Amt, Baubehörde, Stadtplanung oder weitere Fachbereiche. Alle pflegen ihre Daten an diesem gemeinsamen Bezugsobjekt und niemand hat eine abweichende Definition. Die zweite Säule ist, dass ein Gebäude nicht nur abgebildet ist, wenn es besteht, also wir den kompletten Gebäudebestand in der Stadt abbilden, sondern dass wir den Gebäudebestand im Stati, im Lebenszyklus abbilden. Also jedes Gebäude wird bereits erfasst, wenn es genehmigt wurde, wenn es dann der Baubeginn angezeigt wird oder wenn der Rohbau fertig ist. Und dann eben auch als Bestandsgebäude, wenn es fertiggestellt ist. Jeder Status dabei wird in das Register eingetragen, und auch wenn dann ein fertiggestelltes Gebäude zum Beispiel einen Ausbau oder einen Dachausbau oder ähnliches bekommt, also ein Umbau erfolgt,
dann wird das wieder als Status im Lebenszyklus des Gebäudes aufgenommen und auch wenn es irgendwann abgerissen wird, dann wird das Gebäude nicht aus dem Datenbestand gelöscht, sondern eben als Abriss definiert. Wenn wir jetzt etwas tiefer gehen, dann haben wir wieder das gemeinsame Referenzobjekt, das ist Referenzgebäude, auf das sich alle beziehen. Und dann kann man unterscheiden zwischen den Fachdaten, die daran gepflegt werden, und dem sogenannten Basisgebäuderegister. In diesem Basisgebäuderegister wird eben zentral die ID zu dem Gebäude definiert und vergeben und auch bereitgestellt. Und wir haben auch zu jedem Status eines Gebäudes nochmal eine eigene ID. Der Status an sich wird darin beschrieben und auch der Gültigkeitszeitraum oder das Gültigkeitsdatum, also von wann bis wann war dieser Status gültig. Dann haben wir eine zweidimensionale Geometrie, die klar abgrenzt, was mit dem Objekt gemeint ist, was mit dem Gebäude gemeint ist. Und wir haben bestimmte Basisinformationen, die eben sehr breit von großer Bedeutung sind. Das ist zum Beispiel das Baujahr, Geschosse, Wohneinheiten, verschiedene Nutzungsarten, die Größe als Bruttogrundfläche und ähnliches mehr. Und wir haben wichtige Relationen, das heißt zum Beispiel ist angegeben, auf welchem Flurstück das Gebäude steht, welche Adresse es hat, ob es vielleicht eine ID im ALKES-System gibt, die eben hier auch angegeben ist, wozu das Gebäude passt. Der zweite Bereich sind dann eben die Fachdaten, also verschiedene Fachbereiche können ihre Daten dann hierin pflegen. Das können Visualisierungsobjekte sein, also zum Beispiel zu dem Gebäude ein dreidimensionales Mesh-Modell oder eben auch das LOD2-Modell der Stadt und auch Fachdaten wie Energieplanung, Brandschutz, soziale Infrastruktur und vieles mehr. Diese Daten können entweder auch zentral, zum Beispiel als eigener Datensatz am Basisgebäuderegister gepflegt werden, können aber auch dezentral gepflegt werden, also auf eigenen Datenbanken, in einer eigenen Fachanwendung oder ähnliches. Wichtig ist dann eben nur, dass immer dieser Bezug über die ID zum Referenzgebäude besteht. Und nur weil man am Gebäuderegister partizipiert, heißt es nicht, dass alle Daten für alle zugänglich sind. Also man kann ja trotzdem bestimmte Zugänge öffnen und andere Daten eben geschützt verwalten und nur denen zugänglich machen, die eben Zugriff auf diese Daten haben dürfen, haben sollen, haben müssen. Wie haben wir das nun konkret umgesetzt, diese Ideen? Der Ausgangspunkt, das habe ich ja schon gesagt, ist häufig die Bauakte. Das heißt, wir in der Vermessung bekommen einen Lageplan und haben auch bislang schon die Geometrie zu einem genehmigten Gebäude erfasst. Das ist nun der Ausgangspunkt für das Gebäuderegister. Im Anschluss werden verschiedene Sachdaten abgeleitet. Also es werden Informationen zu dem Bau oder zum Baujahr, zu Nutzungsarten, Wohneinheiten oder ähnliches erfasst. Das bezieht sich eben genau auf diese Geometrie. Dann gibt es häufig Meldungen, wenn der Bau eines Gebäudes begonnen wird oder wenn der Rohbau fertig ist. Also diese Zwischenmeldungen, die können auch eingetragen werden. Und in dieser Phase entstehen auch irgendwann die Adressen oder werden die Adressen vergeben. Aber das ist halt nicht Teil des Gebäuderegisters an sich, aber die Adressen sind trotzdem nicht wichtige Informationen, die auch wiederum einfließt in das Gebäuderegister. Wenn dann das Gebäude fertiggestellt ist, dann wird auch das erfasst. Teilweise kommen dann nochmal weitere Sachdaten dazu. Und danach kommt meistens dann eben eine Einmessung von dem Gebäude. Das heißt, im Kontext ALKES, wir pflegen hier nochmal separate Geometrien, die nicht unmittelbar aus dem ALKES kommen. Diese Geometrieobjekte fließen dann auch wieder ein und das ist quasi dann das fertige Gebäude, was erstmal so erfasst ist. Dann könnte es sein, dass irgendwann nochmal Änderungen, also zum Beispiel ein Umbau kommt, dann fängt man quasi wieder etwas weiter vorne an. Meistens muss man dann die Geometrie nicht anpassen, sondern nur weitere Sachdaten erfassen. Oder vielleicht wird ein Gebäude auch irgendwann abgerissen, dann wird eben auch das erfasst. Das Ganze ist eben so aufgebaut, wir haben ein gemeinsames Bezugsobjekt und deswegen können wir auch einen so digitalen Prozess durchführen. Das heißt, niemand muss irgendwelche Daten erfassen, die schon mal erfasst wurden und wir müssen auch nicht mehrere Objekte erfassen, sondern wir haben ein Objekt, an dem alle relevanten Daten zugeordnet werden, ohne irgendwelche Doppelarbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel bei der Erfassung der Sachdaten, der Genehmigung oder auch der Fertigstellung nochmal auffällt, dass die Geometrie nicht passt, dann kann man auch das nochmal anpassen, weil wir da eben frei sind. Aber im Ergebnis ist eben dann eine eindeutige ID mit einer eindeutigen Geometrie und ein interoperabler Datensatz, mit dem alle arbeiten können. Wenn wir also diese Geometrie erfasst haben,
geht es weiter an das Statistische Amt. Dort werden mit einer WebGIS-Lösung die Sachattribute erfasst. Wir sehen jetzt hier in dem Beispiel, dass in schwarz dargestellt Bestandsgebäude sind und in rot beispielsweise die von uns in der Vermessung erfassten Baugenehmigungen, die Geometrien dazu. Und hier kann jetzt einfach entweder, wenn die Geometrie noch nicht passt, kann diese über Zerschneiden Werkzeuge, Zusammenführen Werkzeuge oder ändern die Geometrie auch grob angepasst werden. Und es kann über ein vorgefertigtes Formular können die Sachdaten gepflegt werden und eingegeben werden. Das war also die Datenerfassung im Vordergrund. Und im Hintergrund passiert eben auch so einiges. Also da sind auch nochmal verschiedene Abläufe, die wichtig sind, damit das ganze System, also das Gebäuderegister ist nicht einfach ein Datensatz, sondern es ist eigentlich ein System, damit das auch funktioniert. Wir haben hier eine Übersicht, die einzelnen Namen, die hier drin stehen, ist eigentlich nicht relevant. Also in den Feldern sieht man die Tabellen, die wir im Moment haben, und die sind verbunden mit Pfeilen. Das sind Prozesse, die in der Regel automatisiert ablaufen. Und wir haben eben die Basisdaten, also Daten, die wir auch bislang schon gepflegt haben, wie Adressen oder die Genehmigungsumgriffe, das LOD2-Modell oder ähnliches. Diese fließen in das Gebäuderegister ein. Dann haben wir einen Basisdatenbestand, wo eigentlich alle Gebäude drin sind mit ihren verschiedenen Stati, also ein großer Datensatz, der ist auch gar nicht zur Nutzung gedacht, sondern einfach nur als Hintergrund im System, wo eben alles zusammenfließt. Die Pflege, die wir gerade gesehen haben in der WebGIS-Oberfläche, das ist dann wieder ein eigener Datensatz, der daraus abgeleitet wird. Da werden Daten gepflegt und wenn sie gepflegt sind, dann geht es über bestimmte Verarbeitungsprozesse, entweder nochmal zur Überarbeitung der Geometrie oder eben die Sachinformationen direkt wieder in diesen großen Gebäuderegister-Datensatz, wo alles enthalten ist, und über bestimmte Prozesse werden dann Datensätze erstellt, die konkret für die Nutzung gedacht sind, also die so aufbereitet sind, dass da keine unnötigen Informationen drin sind, die nur für die Verarbeitungsschritte wichtig sind, und auch so, dass nicht alle Stati zum Beispiel abgebildet werden, sondern so, dass der Datensatz auch wirklich gut nutzbar ist, also einen für die Bestandsgebäude, einen für die Veränderungen und so weiter. Das kann man auch aggregiert machen und in der Summe sind wir im Moment ungefähr bei 14 Verarbeitungsprozessen und 12 Datensätzen, die wir hier haben. Und das Ganze wird aber noch weiter wachsen, weil wir eben noch weitere Abhängigkeiten haben, die wir auch noch ausbauen müssen. Umgesetzt haben wir das Ganze mit einer Oracle-Datenbank, also die Geodateninfrastruktur in München basiert vor allem auf einer Oracle-Datenbank. Wir haben FME genutzt und wir haben SQL genutzt. Was für Erfahrungen haben wir jetzt gemacht und was können wir euch vielleicht für euren urbanen Gebäudezwilling mit an die Hand geben? Wichtig ist erstmal, wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass alle Dienststellen, die sich hier beteiligt haben, auch gegenseitig voneinander profitieren. Also es ist nicht so, dass nur einer einen Nutzen hat und andere zuarbeiten müssen, sondern alle haben was voneinander. Das zeigt sich vor allem auch im Bereich der Datenqualität. Also wenn der eine vielleicht eine Information nicht bekommt, aber der andere, dann fällt das eben auf, weil alle am gleichen Datensatz arbeiten. Und dann, wenn ein Gebäude fehlt oder wenn es nicht angepasst wurde oder so, dann fällt das eben auf. Man kann die Daten dadurch qualitativ hochwertiger aufbereiten. Und dadurch, dass wir von dem analogen Prozess, wo wir auch sehr langwierige und komplexe Fortschreibungsmechanismen drin hatten, die dazu geführt haben, dass Daten teilweise Jahre alt waren, haben wir jetzt einen Datensatz, der wirklich aktuell ist, der quasi wochen- und monatsaktuell bereitgestellt werden kann. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Mehrwert von diesem interoperablen Datensatz. Die größte Herausforderung ist gleichzeitig eigentlich auch das Wichtigste, um das Ganze sicherzustellen. Das ist dieses gemeinsame Bezugsobjekt. Ich habe dargestellt, es gibt unterschiedliche Definitionen, verschiedene Fachbereiche haben vielleicht auch unterschiedliche Anforderungen daran. Also das ist ein dickes Brett, aber das ist auch das Wichtigste. Ohne das funktioniert es nicht. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, man braucht aber auch einen sauberen und harmonisierten Ausgangsdatenbestand. Also wenn ich jetzt Ausgangsdaten habe von unterschiedlichen Fachbereichen, dann muss ich die ja auch zusammenführen. Es geht nicht nur um die Fortschreibung von diesen Daten. Damit verbunden mit diesem gemeinsamen Bezugsobjekt ist eben die schon erwähnte lebenslange und eindeutige ID. Ohne die funktioniert es nicht. Und man muss vor allem auch sicherstellen, dass sie wirklich über den ganzen Lebenszyklus hinweg konstant bleibt und nicht verändert wird, wenn man zum Beispiel die Geometrie anpasst oder ähnliches.
Ähm, Da bin ich auch der Meinung, man sollte keine sprechende ID verwenden, also wo irgendwelche Kodierungen zur Lage oder Ähnliches drin sind. Das kann sich immer ändern, wenn man das Koordinatensystem ändert, wenn sich die Adresse ändert, wenn sich das Flurstück ändert. Das ist alles veränderbar. Deswegen einfach eine nicht sprechende ID verwenden und alle sprechenden Informationen sozusagen kann man ja in eigene Attribute schreiben. Wichtige geometrische Grundlagen bietet auf jeden Fall die Vermessungsverwaltung. Also das ist eigentlich das Beste, was man als geometrische Grundlage nutzen kann. Dort ist auch in der Regel gutes GIS-Know-how vorhanden und die ganze Datenpflege sollte, glaube ich, in der Regel GIS-basiert passieren, weil dann hat man eben genau vor Augen, was ist mit diesem Gebäude gemeint und wofür erfasse ich jetzt auch die Daten. Und wir haben gemerkt, schon während wir am Register gearbeitet haben. Also das Register war noch gar nicht da, sondern wir haben es noch konzipiert oder wir haben noch an der Umsetzung gearbeitet, kamen eben schon Nachfragen, ist der Bedarf an diesen Daten weiter gestiegen? Also das hat uns dann noch immer noch mal motiviert und hat auch gezeigt, dass das der richtige Weg ist. Wenn wir jetzt das Register haben, dann bieten sich aber auch neue Möglichkeiten und wir haben auch schon einiges vor, wo es noch hingehen soll. Zum einen haben wir jetzt quasi dieses Basisgebäuderegister erstellt und jetzt geht es natürlich darum, den Fachbereichen auch wirklich den Nutzen mitzugeben, Fachbereiche ans Gebäuderegister anzuschließen und die Arbeit damit zu ermöglichen. Weitere Möglichkeiten sind auch, dass wir zum Beispiel anhand von unseren Flugzeugbefliegungen der Stadt auch automatisch Abrisse detektieren könnten oder auch Neubauten detektieren können und so auch die Datenqualität nochmal verbessern. Hintergrund ist dabei auch, dass zum Beispiel Ausbauten oder Abrisse nicht mehr genehmigungspflichtig sind oder vielleicht nicht immer genehmigungspflichtig sind oder auch nicht meldepflichtig sind. Man also gar nicht unbedingt mitbekommt, wenn ein Gebäude abgerissen ist und wir darüber sicherstellen können, dass wir die Daten schneller im System haben und schneller darüber Bescheid wissen. Großes Potenzial bietet natürlich auch der Einsatz von KI. Also man könnte darüber nachdenken, bestimmte Gebäudeinformationen KI-basiert nochmal zu detektieren und zu ergänzen. Es könnten zum Beispiel Dachgauben sein, die Aufschluss darüber geben könnten, ob ein Dachgeschoss ausgebaut ist. Fensterflächen, das wäre zum Beispiel für die Energieplanung wichtig. Also solche Aspekte könnte man auch detektieren. Und ähm, was wir uns auch wünschen würden, ist, dass es bundes- oder landesweit auch Harmonisierungsbestrebungen gibt. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Datenbestände, die man eigentlich zusammenführen sollte. Also das, was wir uns in München erkämpft haben, könnte man auf der Ebene eben auch durch bestimmte Vorgaben vorantreiben oder auch vereinfachen. Eine besondere gute Grundlage und auch einen besonderen Mehrwert hätten dabei Vermessung und Statistik. Wichtig ist aber, dass eben diese Daten auf jeden Fall auch für die Verwaltung dann nutzbar sind. Also es hilft halt nichts, wenn dann bestimmte Daten irgendwo verschlossen fortgeführt werden, sondern die Verwaltung, das hat man ja auch an den Anwendungsfeldern gesehen, muss auf diese Daten zugreifen können. Leider ist das geplante bundesweite Gebäuderegister erstmal auf Eis gelegt worden. Andere europäische Länder haben bereits ein Gebäuderegister, also zum Beispiel die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Schweden und bestimmt noch weitere mehr. Und das würden wir uns eigentlich auch für Deutschland wünschen. Das würde vieles nochmal vereinfachen. Jetzt kommen wir zu der Frage, was kann ich euch jetzt vielleicht noch an die Hand geben, damit ihr von unseren Erfahrungen am Gebäuderegister beim Aufbau für euren urbanen Gebäudezwilling vielleicht noch was mitnehmen könnt, auch davon profitieren könnt. Wichtig ist, in jeder Stadt können Gebäudedaten an unterschiedlichen Stellen vorliegen. Also nicht immer sind genau diese Daten, die wir jetzt vielleicht in München hatten, zur Verfügung und es können auch andere Dienststellen sein, die vielleicht irgendwie noch Gebäudedaten pflegen. Also da lohnt es sich auf jeden Fall zu recherchieren. Wie gesagt, Vermessung, Statistik sind so klassische Bereiche, die man mal anfragen sollte, aber auch Bauämter, Stadtplanung, Kontext Sozialwohnungen oder Wohnungsbauförderung könnte noch interessant sein, Stadtwerke, Feuerwehr. Also da durchaus auch mal kreativ sein und recherchieren, wo es in der Stadt vielleicht schon bestimmte Datenbestände gibt.
Das sind dann eben auch potenzielle Stakeholder, die auch an so einem Aufbau mitwirken könnten. Wir betonen in München immer wieder, und das merken wir einfach auch, so ein Gebäudezwilling funktioniert nicht, wenn er von einem Fachbereich entwickelt wird, weil es ist ja ein interoperabler Datensatz, da müssen unterschiedliche Informationen rein und man braucht diese gemeinsame Definition. Das heißt, so ein Gebäudezwilling ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftswerk. Sucht euch also eure Stakeholder und versucht für alle irgendwelche Mehrwerte zu schaffen. Das überzeugt dann eben auch, da mitzumachen. Unsere Erfahrung ist eben auch, man kann sehr gut gegenseitig voneinander profitieren. Das haben wir immer wieder gemerkt. Mit diesen Stakeholdern müsst ihr dann natürlich definieren, was ist euer konkretes Ziel für den Gebäudezwilling in eurer Stadt. Das kann auch wieder in jeder Stadt unterschiedlich sein. Wenn ein Thema, was bei uns vielleicht wichtig ist, bei euch nicht so wichtig ist, dann kann vielleicht auch die Zielsetzung ein Stückchen anders sein oder auch die Priorisierung von bestimmten Themen ein bisschen anders sein. Also sucht euer Konzept heraus, wie euer Zwilling aussehen soll und was er leisten soll und wie er funktionieren kann. Dieses gemeinsame Bezugsobjekt, also ihr müsst diese Definition finden, das ist sicherlich schwierig. Und da ist es auch wichtig, Definitionen geben immer so ein bisschen einen Rahmen, aber sie sind oft auch gar nicht so eindeutig. Die lassen immer auch ein bisschen Interpretationsspielraum. Also da muss man auch ein bisschen flexibel sein, um so auf eine gemeinsame Abgrenzung zu kommen. Nehmt euch auch ordentlich Zeit und Diskussionen für diese ID-Systematik. Wie gesagt, lebenslang müssen die eindeutig sein, die IDs. Das ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Mein Tipp ist, vermeidet sprechende IDs. Das macht es oft einfacher, wenn man bestimmte Räuminformationen in so eine ID mit einbettet. Es ist aber dann eben schwierig, dieses lebenslang eindeutig umsetzen zu können. Da ist auch nochmal wichtig, wer definiert die ID dann? Das muss eigentlich in der Regel relativ am Anfang von dem Prozess sein. Der muss aber dann auch in der Lage sein, das eben technisch umzusetzen. Also da muss man auch schauen, wer kann das machen und definiert dann einen sauberen digitalen Prozess. Also welche Abhängigkeiten habt ihr, das muss klar werden und dann einfach definieren, wer ist für welche Inhalte zuständig, wer macht die Geometrie, zu welchem Zeitpunkt, was sind auch sozusagen zeitliche Ansprüche. Also wenn der Erste in dem Prozess eigentlich mehr Zeit hat als der Zweite, dann muss da sich einfach jeder nacheinander richten. Das muss man vorher klar haben, wer pflegt auch welche Inhalte. Das solltet ihr geklärt haben und dann solltet ihr eigentlich auch euren Gebäudezwilling für eure Stadt aufbauen können. Und das war die Vorstellung vom urbanen Gebäudezwilling, dem Münchner Gebäuderegister. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und hattet Spaß daran.